Hallo und herzlich willkommen bei Teigwelt. Wir stellen euch heute 4 verschiedene Grill- bzw. Ofenhandschuhe vor. Wir waren auf der Suche, unsere alten löcherigen Ofenhandschuhe durch schöne neue zu ersetzen, und im gewohnten Teigwelt-Stil haben wir 4 verschiedene Paar gekauft und zeigen euch die jeweiligen Vor- und Nachteile und für welches wir uns entschieden haben, welche Paar Handschuhe in unsere Küche einziehen durfte. Es sind jeweils 4 verschiedene Modelle von unterschiedlichen Herstellern. Alle Produkte haben wir dir in der Videobeschreibung verlinkt. Diese wurden von uns selbst gekauft und werden hier neutral vorgestellt. Also wollen wir auch gleich schon starten. Wie immer probieren wir es einfach aus, wie wir sie später benutzen wollen. Also erstmal reingeschlüpft in die Handschuhe. Das erste Paar war oben mit Silikon im Fingerbereich und Richtung Handwurzel. Dort war es aus Baumwolle und kariert. Sie sitzen erstmal sehr gut. Ich habe die Größe Large bestellt, beziehungsweise bei allen Modellen immer die größte Größe, weil ich recht große Hände habe. Von der Haptik ist es wirklich schön. Ich konnte Gegenstände gut greifen und fühlte mich sicher. Nun das nächste Paar. Ein klassischer Handschuh, würde ich sagen, mit den einzelnen 5 Fingern abgetrennt. Sie waren etwas schwer anzuziehen, obwohl ich die größte Größe gekauft habe. Fühlten sich erstmal schön dick an und hatten eine Ummantelung, die anti-rutsch beschichtet ist, sodass ich Gegenstände ordentlich fassen kann. Ich bin mir sicher, von meiner Hand werden sie nicht rutschen, da sie wirklich sehr eng sitzen, selbst in der größten Größe. Also für sehr große Hände nicht unbedingt geeignet. Anfassen konnte ich damit die Gegenstände jedoch sehr gut. Besonders rutschfest waren die dabei nicht. Hier hätte ich von der Anti-Rutsch-Beschichtung mehr erwartet, denn auch im Vergleich zum ersten Handschuh war es deutlich rutschiger insgesamt. Kommen wir nun zum nächsten Modell. Reine Baumwollhandschuhe mit ein wenig Leder oder Lederimitat zwischen Daumen und Zeigefinger. Mir ist aufgefallen, dass diese sehr groß sind bzw. sehr viel Spiel noch im Handschuh haben. Das führt dazu, dass ich mich bei meinen Griffbewegungen nicht ganz so sicher fühle bzw. die Handschuhe auch immer wackeln. Was aber positiv dabei ist, dass ich einfach sehr schnell reinschlüpfen kann. Gerade im Vergleich zum zweiten Paar, den schwarzen Handschuhen, bin ich wirklich schnell drin und draußen, was, wenn es auch mal ein bisschen hektischer zugeht, praktisch ist. Die nächsten Handschuhe, rein aus Silikon, gibt es nicht nur in Orange, sondern auch in schönen Farben. Sie fassen sich erstmal sehr gut an. Sie waren sehr weich. Es war das preiswerteste Modell bei uns hier im Test. Ich konnte alles wirklich gut damit fassen. Das letzte Paar waren Ofenhandschuhe, eigentlich wie ich sie vorher schon hatte, nur mit einer leichten Anti-Rutsch-Beschichtung noch. Diese fühlte sich auch wirklich sehr sicher an. Bei dem ersten Paar und bei dem jetzigen Paar waren jeweils noch die passenden Topflappen dabei, die ich aber nicht benutze, außer um damit Pfannen zu stapeln. Aber erstmal ab an den Backofen. Ich teste jeweils 2 gegeneinander, habe den Backofen auf 280 Grad vorgeheizt und fasse einfach an und zeige euch hier meinen Eindruck. Ganz klar gewonnen hier hat der Silikonhandschuh an meiner linken. Dieser war einfach deutlich kühler noch von drin und ich habe gemerkt, dass es im anderen schon leicht warm wurde. Der gelbe Silikonhandschuh, hier mein Favorit, und der letzte war leider nicht so gut. Die Wärme ging sehr schnell durch und ich konnte es nicht richtig anfassen. Nun nochmal beide Gewinner gegeneinander und das Rennen machte der optisch nicht so schöne orangene Handschuh. Hätte ich ihn mal lieber in Grau gekauft, wie es ihn auch gibt. Ich finde das mit den einzelnen Fingern wirklich praktisch. Gerade auch, wenn man jetzt Pizza backt in meinem Pizzaofen. Da will ich ihn nämlich auch für benutzen. Das Video verlinke ich dir nochmal. Da kann ich auch den Pizzaschieber gut mit in der Hand halten und habe einfach mehr Kontrolle als in diesem Fäustling. Daher ist das mein erster Platz und der zweite Platz ist der Fäustling. Vielen Dank fürs Schauen des Videos.